Collage, Pop Art, Arbeiten mit Schablonen, all das will ich euch heute in diesem Video vorstellen. Zuerst grundiere ich meine Malplatte oder meinen Keilrahmen mit verschiedenen Rottönen, auch Gelb. Ihr werdet sehen, das vermischt sich aber gleich zu einem eher orange-rotton. Und dann lasse ich das Ganze trocknen. Wenn alles gut getrocknet ist, dann kommt über das ganze Bild eine dünne Schicht Acrylbinder, damit der Glanz vom Bild gleichmäßig ist. Und dann habe ich verschiedene Zeitungsbilder ausgeschnitten, aus Prospekten oder was auch immer, und klebe diese jetzt mit dem Acrylbinder behutsam auf meine Malplatte. Das, was ihr jetzt so weiß seht, das verschwindet komplett. Ich verwende heute zum Malen ausschließlich die Farben der Firma Aquarylic, aber die festeren Farben, nicht die dünnflüssigen, also wo man richtig schön malen kann. Nun ist das Bild wieder durchgetrocknet und jetzt nehme ich einen Klebstreifen und klebe das Bild so ab, damit eine schöne Komposition entsteht. Jetzt bereite ich Schablonen vor und versuche hiermit mit diesem Muster einige Stellen damit zu gestalten. Hier seht ihr, ich male nicht die ganze Schablone aus, sondern lasse Teile auch weg oder male dünner die Farbe, damit ein bisschen ein Unterschied entsteht. Und das mache ich jetzt mit Weiß, dann lasse ich es wieder trocknen und dann kommt Schwarz. Klebebänder bitte zeitnah runterlösen, sonst verkleben sie sich mit der Farbe, die drunter ist, und gehen schlecht runter. Vor allem als Malkrepp verwenden, das leicht entfernbar ist. Und nun setze ich mit meiner Gestaltung fort. Jetzt muss man sich natürlich überlegen, was könnte ich noch hineinmalen. Hineinkleben will ich nichts mehr. Ich werde jetzt den Hintergrund etwas beruhigen. Irgendwie ist er mir mit den Schablonen jetzt doch zu unruhig geworden. Aber bei Acryl ist ja das sehr angenehm. Man kann, wenn es trocken ist, wieder übermalen oder, was ich jetzt mache, lasierend einen Gelbton drüber legen. So ein Bild zu gestalten ist gar nicht so einfach, vor allem wenn man gar keine Vorlage hat, wie ich in diesem Bild. Ich hatte nur ein paar Ideen und versuche jetzt ein nettes Bild zu gestalten. Was soll's, wenn es nicht so toll wird, ist es halt nicht so toll. Man muss nur zum richtigen Zeitpunkt aufhören mit der Gestaltung, damit man nicht alles wieder zumalt. Jetzt möchte ich da gern ein Gesicht reinmalen.
Ich übermale absichtlich nicht das komplette Muster, was drunter ist, weil ich gerade finde, das schaut sehr interessant aus. Ich achte auch immer darauf, dass der Untergrund dann schon trocken ist, weil man hier besser arbeiten kann und auch Farbe wieder retuschieren und wegnehmen kann, wenn der Untergrund bereits trocken ist. Ich arbeite jetzt vor allem mit sehr viel Schwarz, weil ich denke, bunt genug ist das Bild schon. Durch die Schablonen ist schon eine gewisse Dynamik drinnen und jetzt werde ich noch Akzente in Schwarz setzen, bis ich glaube, dass das Bild fertig ist. Wenn ihr mit so einem Bild beginnt, dann macht euch vorher schon ein wenig ein Konzept, schneidet euch Bilder aus der Zeitung auf und probiert sie mal zu positionieren und schauen, okay, passt das zusammen, dann entsprechende Schablonen auswählen und sich vorher überlegen, welche Farben man nimmt. Jetzt bin ich froh, dass eigentlich die Grundierung nicht zu unruhig geworden ist. Dieser Rot-Orange-Ton. Man muss eben aufpassen, wenn alles zu unruhig ist, dann ist das Bild auch wieder nicht gut. Man muss sich auf gewisse Sachen konzentrieren. Hier finde ich, zieht einem das Gesicht so richtig hinein und das möchte ich jetzt wirklich noch gut ausarbeiten. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Zusehen und über ein Like würde ich mich natürlich freuen. Wenn ihr Farben braucht, wir haben auch den Online-Shop labelotshop.at. Da könnt ihr gerne bestellen oder uns per E-Mail kontaktieren. Bis zum nächsten Mal, eure Traude.